Ahoi zusammen! Captain Kroll startet in den Urlaub. Und ab geht er! Mittelalterliche Städte, Action auf dem Wasser, am Bodensee gibt's beides. Den See hautnah erleben, das geht am besten beim Camping. Rund ums Ufer gibt's ungewöhnliche Angebote für jeden Geldbeutel. Aber wie komfortabel ist das? Wie die kleine Fußhupe? Du weißt aber schon, dass ich fast 2 Meter bin. Ne? Mit Bus, Bahn und Fähre geht's für mich von Konstanz bis nach Bregenz. Und dann suche ich noch das echte Vanlife-Feeling. Sie haben da bestimmt was frei für mich, oder? Nein, leider nicht. Auf mich warten das große Campingabenteuer, gut gelaunte Menschen und bestes Bergpanorama. Mehr Urlaub geht nicht. Ist schon ein bisschen was her, dass ich das letzte Mal am Bodensee war. Da war ich noch ein kleiner Stöpsel. Und was ist aus mir geworden? So ein richtiger Pauschalpauler, der normalerweise ins Hotel geht und die Matratze bevorzugt. Aber diesmal machen wir es anders. Es wird Camping für mich geben, überhaupt nicht meine Welt. Aber in den nächsten 5 Tagen schlage ich mich durch. Von Konstanz bis nach Bregenz wird es gehen. Und ich habe nichts dabei. Also nur das Nötigste. Aber kein Auto, kein Wohnmobil. Nur Sie und gute Laune. Und ich will mal wissen, was kostet denn so ein Urlaub tatsächlich, wenn man den hier am Bodensee, an Deutschlands größtem See macht? Diese Frage werden wir beantworten. Und damit herzlich willkommen bei Was kostet Urlaub am Bodensee? Boah, das geht echt schlechter, ne? Wenn man sich das Ufer anguckt, hier vorne schon gleich die Kirche, schon total schöne Gebäude. Das Wasser eigentlich ziemlich klar. Aber arschkalt. Ich glaube, da vorne ist mein Campingplatz. Da fahre ich mal hin, das ist richtig schick. Aber vorher muss das Boot zurück. Das geht direkt neben dem Campingplatz. 45 € habe ich für die Stunde bezahlt. Verleiher Marc wartet schon. Wenn? In die Richtung, bis zum Steg. Genau hierher. Jetzt mach den Motor aus. Und jetzt, Ja, jetzt muss ich paddeln. Wir sind hier am Bodensee, da muss man auch paddeln. So, Gut. Und, hat alles geklappt? ja, war schön. War schön, ja. Aber wie klar der Bodensee ist, ist ja richtig, Ja. richtig schick. Ja. Was würdest du sagen, warum ist die Insel Reichenau einfach so beliebt und beziehungsweise für dich so wunderschön? Also wenn ich auf die Insel komme, dann ist es, ja, das ist einfach idyllisch hier. Es hat wie so ein bisschen geschützten Rahmen, weil es eben eine Insel ist. Auf eigene Faust geht es für mich in 5 Tagen von der Insel Reichenau bis nach Bregenz. Ohne Zelt und ohne eigenes Auto. Ob das klappt? 4 völlig unterschiedliche Übernachtungsmöglichkeiten warten auf mich. Meine erste Anlaufstelle ist der einzige Campingplatz der Insel Reichenau. Da ich ohne Zelt reise, gönne ich mir für die erste Nacht ein Mietzimmer. Und wie das aussieht, schaue ich mir jetzt mal an. 9 Mietzimmer gibt es. Die sanitären Anlagen teile ich mir mit den anderen Campern. Oh. Überschaubar. Roomservice in einem, ne? Das mache ich auch noch mit. Für 40 € kriege ich hier wirklich was geboten in diesen 4,5 Quadratmetern. Na gut, für eine Nacht ist das sicherlich okay. Aber ich will ja was von der Insel sehen und deswegen hole ich mir jetzt ein Fahrrad. Gut 16 Kilometer lang ist der Radweg um die Insel. Mal sehen, wie weit ich komme, denn es gibt viel zu entdecken. Mein Rad hole ich mir wieder bei Marc. Was ich für dich gedacht habe, das blaue Trekkingfahrrad. Du siehst sportlich aus, also von dem Oh, das habe ich schon lange nicht mehr gehört, Marc. Die Insel ist relativ flach. Also Schreiben Komplimente den Preis hoch hier, oder? Was kostet mich der Spaß denn? Also bei uns ist es hier so, es gibt 2 Tarife. Es gibt den 3-Stunden-Tarif. Den 3-Stunden-Tarif kriegst du für 10 €. Damit kannst du einmal um die ganze Insel fahren. Und es gibt den Tagestarif. Wenn du das machst, dann hast du natürlich Zeit, um wirklich die Insel besser kennenzulernen, dich im Strandbad niederzulassen. Und der kostet mich dann? Das sind 15 € 5 den Euro. Tag. Also, ja. Also das sind ja nur 5 € mehr. Ja, ist fair, oder? Das finde ich schon okay. Ja. Dankeschön. Und ab geht er. Also, Bei schönstem Wetter heute geht's auf Erkundungstour. Zum Glück ist die Insel schön flach und so angenehm zum Radeln. Was gleich auffällt, die vielen Gewächshäuser und Gemüsefelder. Denn dank des milden Klimas ist die Reichenau ein optimaler Standort für den Anbau. Das ist mir jetzt auch schon aufgefallen.
Überall gibt es hier so Stände, wo man sich selbst bedienen kann und da Vertrauen hier was ins Kästchen legen kann. Das habe ich jetzt schon bei den Erdbeeren gesehen, das habe ich eben schon beim Gemüse gesehen und das Ganze auch bei den Blumen. Mal seit meiner Großstadt. Auf der Reichenau vertraut man sich eben. Seit mehr als 20 Jahren gehört die Insel mit ihren Kirchen und dem Benediktinerkloster zum UNESCO-Weltkulturerbe. Jetzt mal ganz ehrlich, es ist richtig schön, um runterzukommen. So eine Radtour hier bei so einem Wetter auch prima. Aber das hier, das ist das, wo ich hin wollte. Die St. Maria- und Markuskirche. Das ist eine der ältesten hier auf der Insel Reichenau. Und man sieht an der klösterlichen Architektur, die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, soll auch eine Schatzkammer haben. Aber die sehe ich von außen nicht. Warum nur? Oh. Jetzt so ein Pedelec. Und dann wird's doch noch anstrengend. Zum Glück nur kurz. Trotzdem knurrt langsam der Magen. Marc vom Verleih hat mir ein Bistro am anderen Ende der Insel empfohlen. Scheint nicht richtig zu sein. Meinen ersten Tag am Bodensee lasse ich entspannt ausklingen, doch zurück am Campingplatz kippt in der Nacht nicht nur das Wetter, sondern auch meine Stimmung. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist, aber ich bin gerade vom Donner so richtig wach geworden. Ich habe das Fenster auf, da ist zwar ein Fliegengitter vor, was auch wichtig ist hier. Hier surrt und schnurrt es sowieso schon die ganze Zeit voller Mücken. Und es ist super heiß. Es ist wirklich super heiß. Aber Camping ist bis jetzt meine Welt noch nicht. Ich hau mich noch mal hin. Oder probiere es zumindest. Gestern noch schönstes Urlaubswetter, heute graue Tristesse. Der Bodensee zeigt mir an Tag 2 seine raue Seite. Und auch in der Nacht ging es ganz schön rund und mir fehlt der Schlaf. Weiter geht's nach Konstanz, nur knapp 13 Kilometer entfernt. Aber zum Laufen dann doch zu weit. Ist ja ganz praktisch. Ich habe gestern mit der Kurtaxe von 2,50 € dieses Ticket gleichzeitig erworben. Damit kann ich jetzt hier wunderbar am Bodensee hin und her gurken für 2,50 €. Da will ich jetzt mit nach Konstanz. Ich habe ja kein Auto dabei und ich finde, das ist eigentlich ein unschlagbarer Deal. Und ich hoffe nicht, dass das mein Bus war. Das war zum Glück ein anderer und ich muss auch nicht lange warten. Mit meinem Ticket darf ich übrigens im gesamten Landkreis Konstanz kostenlos fahren. Heute bin ich knapp 30 Minuten unterwegs. Erst Bus, dann Bahn. Mein Ziel, die Hafenpromenade. Das ist es also. Konstanz, die größte Stadt am Bodensee. Und ganz ehrlich, hier ist es richtig schick. Das Wahrzeichen von Konstanz, die Imperia. Hoch oben thront sie am Hafen und wirkt auf mich ganz schön beeindruckend. Und nicht nur die Imperia ist ein echter Touristenmagnet. Warum ist es schön, Urlaub am Bodensee zu machen? Also wir lieben die Weite, die Abwechslung zwischen den Bergen und zwischen dem Land, die Natur, das Wasser. Also wir kommen vom Wasser und wir brauchen irgendwie immer Wasser. Also Urlaub machen immer da, wo Wasser ist. Und ja, und gerade diese Nationalitäten hier, dieser Wechsel, den man hier hat, Österreich, Schweiz, Deutschland. Schön ist, dass man die Busse und Bahn nutzen kann, kostenlos. Gefällt uns gut. Kostenlos, weil sie diese Kurtaxe-Karte haben? Oder? Genau. Das ist ja der Knaller, ne? Ich habe die jetzt auch bekommen bei meinem Camping hier und für 2,50 € den ganzen Tag rumfahren. Ja. Das ist schon richtig gut. Ja, Ne? sogar mit den Rädern haben wir heute gehört, die können wir auch mitnehmen ab 9 kostenlos. Räder gehen umsonst, ja. Haben Sie mal so ein bisschen den öffentlichen Personennahverkehr ausgetestet? Da sind wir voll dabei gerade. Und wie läuft's? Gut. Man muss zwar mal ein bisschen erst mal gucken, welcher Bus wohin, aber das passt schon. Bis in die Innenstadt kann ich zum Glück laufen. Die liegt direkt hinterm Hafen und hat jede Menge Charme. Neben den vielen Studenten gibt es im Sommer auch ziemlich viele Touristen. 700.000 Übernachtungen gab es allein im letzten Jahr. Durch Konstanz zu schlendern ist ein absoluter Traum. Diese Häuser sind so gut erhalten. Und das liegt vor allem daran, dass man im Zweiten Weltkrieg eben Konstanz nicht zerbombt hat. Man hatte nämlich Angst, die Schweiz zu treffen. Und deshalb lohnt es sich auch heute noch hier durchzugehen, weil es wirklich zum Träumen ist. Für mich bleibt keine Zeit zum Herumbummeln. Zu Fuß geht's weiter zu meiner nächsten Übernachtungsmöglichkeit. So, jetzt lerne ich noch mal Camping in einer ganz anderen Dimension kennen und ich freue mich drauf, denn Camping im Zimmer war nicht wirklich Camping, aber ich habe mir diesmal was ganz Besonderes rausgesucht.
Denn dieser Campingplatz bietet neben normalen Stellplätzen ganz besondere Mietunterkünfte an. 6 sogenannte Airstreams, Kultkarawans aus den 30er Jahren. Miriam von der Rezeption bringt mich hin. So, jetzt kommen wir hier ins Airstream-Paradies. Und zack, hat man das Gefühl gehabt, ist nicht mehr in Konstanz, sondern ein bisschen in Amerika Genau. hier. Aber die sind ja schon cool, ne? Ja. Habe ich denn jetzt hier dieses Flaggschiff? Nee, das Flaggschiff hast du leider nicht. Du hast den Super Bambi da vorne. Wie, die kleine Fußhupe? Oh. Ja, ne? Du weißt aber schon, dass ich fast 2 Meter bin. Ja, du musst halt dich ein bisschen... Dann komm hier in der Rezeption noch mal vorbei. Wo habt ihr denn die ganzen Dinger her? Also unser Chef hat da eine Sammelleidenschaft und ist da total Airstream-affin und hat das über Jahre die wirklich fast Schrott gekauft und mit Liebe aufarbeitet. Alles schön. Also mit neuem Holz, mit neuen Böden, mit neuen Bädern. Der älteste ist von 1948, der hier steht. Und der gehört dem Betreiber höchstpersönlich, wie mir Miri erzählt. Die silbernen Zigarren machen ganz schön was her, wie ich finde. 100 € zahle ich für meine Übernachtung im Airstream. Ein stolzer Preis. Guck mal, der hat drin ja mehr Platz, als wie man außen denken könnte. Ja, ne? Das ist richtig schön groß und geräumig. Vor allem ist das schön restauriert. Ne? Ja. Also den alten Charme, den er von außen hat, den siehst du hier drin gar nicht. Nee, sieht doch nicht sehr modern aus. Jetzt erstmal in die Horizontale. Das sollte passen. Die Nacht an sich war ganz schön. Es hat geregnet und auf dem Dach, das so wunderschön geprasselt. Das hat etwas sehr Beruhigendes. Das nächste Prasseln, auf das ich mich jetzt freue, ist allerdings die Dusche. Frisch geduscht geht's für mich heute auf die andere Uferseite nach Meersburg. Das klappt am schnellsten mit der Fähre. Das Ticket der Kurtaxe gilt hier leider nicht, also zahle ich extra. Was kostet mich denn der Spaß? Möchten Sie eine einfache Fahrt oder hin und zurück? Und eine einfache Fahrt reicht das mal. Dann 3,40 €. Alles klar. Ja? 3,40 €? Ja. Das geht aber auch. 3,40 € für mich. Familien mit Kindern bis 14 Jahre zahlen zusammen 6,80 €. Wer ein Rad dabei hat, zahlt 5,40 € und mit dem eigenen Auto kostet es je nach Größe zwischen 8,40 € und 15 €. Wow. Ich habe heute Morgen auf dem Campingplatz schon ordentlich gejammert. Das Wetter ist ja so kalt. Sie glauben gar nicht, wie oft man mir gesagt hat, es gibt kein schlechtes Wetter, nur dämliche Klamotten. Unterschreibe ich so. Da vorne ist Meersburg. Man sieht es schon. Aber es ist so ein bisschen wie Urlaub. Wenn jetzt noch die Sonne rauskommen würde, dann wäre das echt ein Traum. Tolle Aussicht hier. 4-mal pro Stunde fährt die Fähre von Konstanz nach Meersburg. Nach gut 15 Minuten bin ich drüben. Meersburg ist mit seinen knapp 6000 Einwohnern eine der kleineren Ortschaften am Bodensee. Der Ortskern ist autofrei und hat wunderschöne alte Fachwerkhäuser und historische Gassen. Wundert mich nicht, dass die bekannte deutsche Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff damals hier ihren Lebensabend verbrachte. Und zwar hier oben in der Burg Meersburg. Und weiter geht's zur nächsten Unterkunft. Die ist im gut 30 Kilometer entfernten Kressbronn. Richtung Süden geht es weiter, erst mit dem Bus, dann von Friedrichshafen weiter mit der Bahn. Mein Ziel, der Campingplatz Gohren. Der liegt zwischen Langenargen und Kressbronn und ist riesig. Etwa 1500 Stellplätze gibt es hier, je zur Hälfte für Dauercamper und für Feriengäste. Sie haben bei uns reserviert für eine Übernachtung, eine Person, die Mini-Lodge direkt am See. Die Kollegin kommt gleich mit Golfkart angefahren, holt sie ab. Den Shuttle-Service nehme ich dankend an. Kann ich meine Sachen hier reinpacken? Ja, natürlich. Super. Ja. So, anschneiden muss ich mir auch. Bitte festhalten. So, auf geht's! Das ist der Sanitärbereich. Sanitärbereich. Zu Rechten der Supermarkt. Habe ich in meiner Mini-Lodge denn einen eigenen Sanitärbereich? Oder? Nee, Sie müssen Nein. hier hochlaufen. Ach toll. Da vorne ist schon der See. Haben wir schon geschafft. Okay, ja. So, da sind wir schon. Da sind wir. Wow. So, das ist die Mini-Lodge. Öffnet sich wie ein Fenster. Einfach den Riegel rausschieben und den Vorhang öffnen.
Zack, und dann steht man auch hier schon drin, ne? Genau. Och nö, wie hübsch. Wir haben eigentlich Mini-Lodge sehr klein gehalten. Wir haben einen Kühlschrank noch mit zu benutzen. Mhm. Ein Fernseher bei Interesse. Ja, also Interesse ist riesig. Couch lässt sich ausziehen. Ja. Und einen ausziehbaren Couchtisch haben wir auch noch. Ja, vielen lieben Dank für den Chauffeurservice. Ja, sehr gerne. Dann ruft doch schon der Nächste. Genau, jetzt geht's weiter. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüssi. Ja, dann packe ich jetzt mal ein bisschen aus hier, ne? In der Hochsaison tummeln sich hier bis zu 5000 Menschen. Ein eigenes kleines Camping-Imperium also. Es gibt die unterschiedlichsten Mietunterkünfte, Wohnwagen, Stelzenhäuser oder eben meine Mini-Lodge. Und was kostet der Spaß? Wir haben ein Häuschen gemietet, so eine kleine Holzhütte vorne am See. Hier diese bunten, die da stehen? Ja, genau. Was zahlen Sie dafür? 88 €. Was würden Sie sagen, ist das okay oder? Ja, ohne fließend Wasser und ohne Toilette ist es nicht günstig. Was zahlen Sie denn für den Platz jetzt hier? 40, 50 € schätze ich am Tag oder Das ist so. aber auch schon happig, ne? Für uns 4, ja. Ja, das sind auch große Plätze hier. Ja. Und A-Gebiet, das ist ja das vorderste Gebiet, da verlangen sie ein bisschen mehr. Also heute musst du Camper sein aus Überzeugung. Nicht weil es günstiger sein würde, weil du kannst für das gleiche Geld eigentlich auch irgendwo in eine Pension gehen. Es ist halt schön, man ist in der Natur. Ja. Man ist frei, man kann machen, was man will. Mein Eindruck, für die Unterkunft direkt am See greifen die Urlauber hier gerne tiefer in die Tasche, denn die Lage ist für viele unbezahlbar. Ich habe einen Kajak, ich habe einen SUP und ich bin von meinem Platz, ich bin sehr nah hier dran als Dauercamper, 2 Minuten zum Strand. Und wenn ich jetzt im Hotel bin oder in meiner Ferienwohnung, wie kriege ich jetzt mein Kajak an den See hin? Relativ günstig Urlaub machen und das direkt am See, das haben meist nur die Campingplätze zu bieten. Karibik-Feeling direkt vor der eigenen Haustür. Guten Morgen. Das war eine spannende Nacht. Ich habe das Fenster hier aufgehabt und somit konnte man das Rauschen der Wellen hören. Das ist kein Quatsch, habe ich auch noch nie gehabt. Und ich zeige euch mal, wie nah die Wellen tatsächlich hier sind. Da hinten, da sind sie. Und im Prinzip ist das nur ein Gang über die Straße. Und dann ist man auch schon da. Für mich geht's weiter Richtung Lindau. Hier wartet schon mein nächstes Abenteuer. Simon vermietet an Camping-Neulinge wie mich seinen selbst ausgebauten Bulli. 110 € kostet der Spaß am Tag. Das Versprechen, die pure Freiheit. Knapp 3000 € hat Simon noch in den Ausbau reingesteckt. Hat sich gelohnt, wie ich finde. Wenn ich mich hier so umgucke, das ist ja so ein heimeliges Nest geworden. Ne? Und du bist viel unterwegs, sagst du. Ne, schon mit Lichterketten und so, alles hier ganz nett gemacht. Aber das ist ja auch ein Stück weit Intimsphäre. Und du lässt dir so viele Menschen auch rein, die diesen Wagen mieten. Ist das nicht ein komisches Gefühl? Nee, finde ich nicht. Ich gucke mir die Leute ganz genau an, die rein dürfen. Ich habe auch schon abgesagt. Ja? Ja. Wann hast du abgesagt? Wenn ich so ein komisches Bauchbild hatte. Ja. Wie gesagt, das ist mein Wohnzimmer und ich gebe es selten her. Aber wenn, dann mit einem guten Bauchgefühl. Willst du mir damit sagen, ich habe den Camper-Test jetzt bestanden? Ja, in dem Fall ja. Na, gucken wir mal, ob ich den Heili wieder zurückbringe. Ich hoffe doch. Ja, ich auch. Wie groß ist die Matratze? 2 Meter lang und 1,30 Meter breit. Also genau richtig für dich eigentlich. Ich bin 1,95, wird knapp. Hast du noch einen Tipp für mich, wenn ich heute Abend einen schönen Campingplatz anfahren will? Ja, früh buchen. Ja, ich meine heute Abend, ne? Ja, dann wird spannend. Ist das so schwierig hier, oder? Ich war letztes Jahr um die Zeit spontan, was ja mit dem möglich ist. Alles zu. Ich dachte, das ist die große Freiheit. Ja, Backup. Hier ist so ein schöner Platz. Ja, kann man auch übernachten. Alles dabei. Ciao. Tschüss. Bye. Nächster Halt Bregenz, die letzte Etappe meiner Bodenseereise. Aber welcher Campingplatz es werden soll, keine Ahnung. Route ist drin, Motor an, mein Abenteuer kann beginnen.
Ja, das ist auch schön, oder? Fenster runter, das Wetter genießen, das ist auch Freiheit, ein ganzes Stück sogar. Der Sonne entgegen, auch mal links und rechts der Route schauen. Mein eigenes kleines Campingabenteuer. Doch wie schaut es aus mit dem spontanen Zeltplatz? Sieht voll aus, aber Platz ist ja bekanntlich in der kleinsten Hütte. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen, bitte? Sven Kroll ist mein Name. Ich bin mit meinem Van hier und wollte mal gucken, wie spontan ich einen Platz kriege. Sie haben da bestimmt was frei für mich, oder? Nein, leider, wir sind komplett ausgebucht. Wie viele Wochen soll ich vorher vorbuchen? Es kommt immer auf die Feiertage an, so früh wie möglich. Wir sagen immer, besser ist schon im Frühjahr, Februar, März schon buchen für den Sommer. Ändern können wir immer. Okay, also spontan wird das heute gar nichts mehr. Nein, leider. Oh, schade. Dabei sah es so nett aus. Hören Sie mal, dann vielen Dank und ja, haben Sie eine gute Zeit. Ihnen gute Weiterfahrt. Dankeschön. Tschüssi. Ja, danke, tschüss. Gerne ein anderes Mal. Danke, tschüss. Ja, ist ja der Knaller. So viel zum Thema Freiheit. Ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wie ich einen neuen Platz finde. Ja, weiter geht's. Ist ein bisschen schade. Also ich habe es mir leichter vorgestellt. Die hatten zum Beispiel jetzt nichts. Für die war ich zu spontan. Also am gleichen Tag ankommen und sofort einen Platz kriegen, ist in manchen Teilen des Jahres offenbar nicht ganz so leicht. Aber ich gebe den Mut jetzt nicht auf und finde schon noch was. Doch bevor ich jetzt alle Campingplätze anfahre, greife ich lieber erstmal zum Hörer. Schönen guten Tag, Kroll ist mein Name. Ich habe mal kurz eine Frage. Ich bin unterwegs mit meinem Van und wollte eine Nacht bei Ihnen übernachten. Geht das heute? Voll? Ich sehe meine Chancen schwinden. Die Campingplätze in der Umgebung habe ich abgeklappert. Jetzt versuche ich es mal etwas weiter weg. Servus, ich grüße Sie. Hören Sie mal, ich bin auf der langsam verzweifelten Suche nach einem Campingplatz, der auch einen freien Platz für meinen Van hat. Nee, wäre für heute. Also nicht erst in ein paar Wochen. Ja, super, klasse. Ich bin heute Nachmittag, später Nachmittag bei Ihnen. Halten Sie ihn frei. Kroll Sven. Ja, alles klar. Ja, super, vielen Dank. Jo, später. Tschö. Ja, das hört sich doch gut an. Ich habe einen. Glück gehabt. Ich muss doch nicht irgendwo am Straßenrand schlafen. 17 Kilometer ins Inland rein habe ich noch einen freien Platz ergattert und so ändert sich meine Route spontan und es geht weiter bis nach Dornbirn. Hier gibt es zwar keinen Stellplatz mit Seezugang, dafür aber eine frische Bergbrise und ein tolles Panorama. Hi. Hi, servus, hallo. Servus, Sven Kroll ist mein Name. Ich habe eben angerufen. Es geht um einen freien Stellplatz. Wir haben telefoniert. Ja. Da habe ich einen freigehalten. Das wäre gerade da hinten auf der Wiese. Platz genug, Strom, Wasser wäre auch dabei. Ja. Ein Erwachsener. Genau. Für eine Nacht. Was kostet mich der Spaß? Das wären dann 33, 25. Ja. Ist es momentan sehr voll? Ja, voll. Das heißt, ich habe eigentlich richtig Glück gehabt jetzt, oder? Ja gut, Glück. Also wir haben immer so ein paar Reserveplätze, die wir dann frei halten. Ja, alles klar. Herzlichen Dank. Gerne. Klasse. Hat sich wenigstens gelohnt. Hier habe ich noch ein Plätzchen. Mal gucken, wie er ist. So, wo habe ich denn meinen Autoschlüssel? Da ist er. Nee, komm raus, du Lump. Das ist ja ganz großzügig hier, ne? Also viel Platz zwischen den Wägen. Alles relativ grün. Und ruhig, auch nicht schlecht. Und ein bisschen Ruhe kann ich nach den anstrengenden Reisetagen auch gut gebrauchen. Der Platz wurde 2019 komplett saniert und macht auf mich einen guten Eindruck. Her mit dem schönen Leben hier. Ruhe haben wir denn den Klappstuhl hier? Das könnte einer sein. Das ist einer. So, Feierabend. Ich habe mir das mit der Freiheit ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, in den Van rein, losfahren, irgendwo halten, gute Zeit. Aber das war jetzt doch ein bisschen stressig, erstmal überhaupt einen freien Platz zu finden. Vielleicht bin ich jetzt auch mit der Hochsaison zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen. Aber man sollte sich vielleicht darauf vorbereiten, wenn man das große Abenteuer Camping angeht, dass es nicht immer so klappt mit dem Platz. Hier habe ich nochmal Glück gehabt. Jetzt guckt euch das mal an.
mit Sternenhimmel im Van. So, ich habe es mir richtig gemütlich gemacht. Es ist klein, es ist fein, aber man hat alles mit dabei, was man braucht. Und ich glaube, dass es sich auch ganz gut schläft. Zumindest habe ich genügend Platz, hier zu liegen. Selbst für so einen fast 2 Meter Typen wie mich ist das hier sehr, sehr angenehm. Und jetzt freue ich mich auf die Nacht. Es ist gar nicht mehr so warm wie vorhin. Ich habe schon gedacht, ich kriege hier die Vollkrise, weil die Luft staut sich natürlich in so einem kleinen Räumchen. Nee, jetzt geht's gerade. Und ich glaube, das könnte eine angenehme Nacht werden. Draußen zwitschern die Vögel. Ich habe eine wunderbare Panoramasicht, wenn ich aufstehe. Das ist, glaube ich, das Schöne am Campen, dass man sich die Postkartenmotive vor der Tür aussuchen kann und morgens damit aufsteht. Aber jetzt erstmal gute Nacht. Gut geschlafen und erholt starte ich in den nächsten Morgen. Der letzte Tag meiner Bodenseereise ist gekommen. So, auf ins nächste Abenteuer. Vom Campingplatz fahre ich nämlich jetzt nach Bregenz. Und dort habe ich mir vorgenommen, den Bodensee heute mal von oben anzuschauen. Bis jetzt war ich ja viel unten am See. Aber jetzt geht's hoch hinaus. Auf den Fender soll es gehen. Gemütlich geht's für mich Richtung Bregenz. Gut 20 Minuten bin ich mit meinem Van unterwegs. Parkplätze gibt es direkt an der Seilbahn. Als Besucher darf ich hier die ersten 3 Stunden kostenlos parken. So, da geht's jetzt hoch. 1064 Meter nach oben. Und wenn ich Glück habe, treffe ich auf dem Bregenzer Hausberg sogar noch ein Murmeltier. Die soll es nämlich angeblich da auch geben. Servus! Ich hätte ganz gern ein Ticket. Sehr gerne einmal Berg und Tal. Sind Sie alleine? Ich bin alleine, ja. 14,20 € machst Ja, wunderbar. Da haben wir das Ticket. Dankeschön. Schönen Tag Ihnen. Tschüss. 6 Minuten braucht die Bahn von der Talstation bis zur knapp 1100 Meter hochgelegenen Bergstation. Im Viertelstundentakt fahren die 2 Gondeln. An guten Tagen mit bis zu 3500 Gästen. Aber das hat sich jetzt schon gelohnt, weil da vorne ist der Bodensee. Perfekter Blick hier. Was haben Sie für einen Eindruck vom Bodensee? Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Oben angekommen erwartet mich eine grandiose Aussicht. Bei bestem Wetter kann man hier rund 240 Alpengipfel in Österreich, Deutschland und der Schweiz sehen. Und noch was gibt's hier oben. Ist ja ganz schön hier auf dem Fender, ne? Es gibt sogar einen Wildpark, der gratis zu besuchen ist. Das freut mein Portemonnaie und ich habe eine Mission gesetzt. Ich gucke mir nämlich an, ob ich die Murmeltiere filmen werde. Die habe ich in echt noch nie gesehen. Neben Steinböcken und Ziegen soll es hier auch Mufflons und Hirsche geben. Die haben sich bei meinem Besuch allerdings erfolgreich versteckt. Es sieht verdächtig nicht nach Murmeltier aus, aber ich finde für 14,20 € Berg- und Talfahrt gibt es eine ganze Menge hier oben zu sehen und für Familien ist das dann auch wieder völlig gerechtfertigt. Es riecht ein bisschen streng, aber Wildtiere. Weiter geht's hoch zur Fenderspitze auf knapp 1100 Meter und ich bin begeistert. Was für eine traumhafte Aussicht. Jetzt sind wir in Österreich. Da vorne ist die Schweiz, da ist Deutschland. Und in Konstanz ging es los. Und dieser Blick von hier oben, der lohnt sich. Deswegen hochfahren ist keine schlechte Idee. Der perfekte Abschlussort für meine Bodenseereise. Mein Campingabenteuer am größten See Deutschlands geht zu Ende. Ich war jetzt so lange nicht mehr am Bodensee und frage mich ehrlich gesagt, warum? Es ist so schön hier. Man braucht ein bisschen mehr Geld im Beutel, denn es ist nicht mehr ganz so günstig. Aber für Camper oder für Menschen, die gerne die Freiheit suchen, das ist genau der richtige Ort. Tolle Stellplätze, direkt am Wasser. Und selbst wenn Sie kein Auto oder einen Camper haben sollten, können Sie hier eine mega Zeit erleben. Ich hoffe, das machen Sie mal. Denn der Bodensee hat einiges zu bieten, auf dem Wasser wie auf dem Land. Egal ob sportlich aktiv oder historisch interessiert, hier findet sich für jeden Urlaubstypen etwas. Wer die ufernahen Campingplätze auch ohne Zelt oder eigenen Wohnwagen erleben möchte, der muss bei den Mietunterkünften eben etwas tiefer in die Tasche greifen. Zwischen 40 und 100 € habe ich bei meiner Übernachtung bezahlt. Sparen kann man vor Ort, wenn man auf Bus und Bahn setzt. Man ist zwar meist etwas länger unterwegs, dafür kostet es mit der Kurtaxe oft nur 2,40 €. Der Camperbus war dann doch eine schöne Alternative. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Kiss.